Wir gehen mal davon aus, dass es hier um die Third-Party-Geschichten geht. Hello and welcome to the official Xbox podcast. I'm your host, Tina Amini, and we have a very special episode today, as you can probably tell by the fact that I'm joined by Wir können Phil, das immer Sarah, pausieren and heute, Matt. das ist gut. Welcome. And we're going to talk about some updates at Xbox. We want to talk about game exclusivity. We want to talk about Activision Blizzard, now that they're part of our portfolio, how that might WoW für Konsolen wäre auch eine geile Ankündigung für heute. be an impact on Game Pass. And we want to talk about hardware too and how all of this fits into the strategy at Xbox. So where should we start, Phil? Well, when we originally had planned for the show, starting back in December, I think we probably would have started with Activision Blizzard. Maybe. Okay, also die Show ist geplant war geplant seit Anfang Dezember, wo klar war, sie haben Blizzard und die Kündigungen, die bei Blizzard ja auch durch sind und die Übernahme, der neue CEO und seitdem das klar war, wollten sie diese Art von Ankündigungen machen. Und jetzt haben sie wahrscheinlich das längerfristig geplant, dass es vielleicht eher im März gewesen wäre und mussten es jetzt wahrscheinlich doch schnell machen, weil sie reagieren mussten, da draußen die Leute total crazy wurden und dachten, ja, es gibt keine nächste Xbox mehr, Microsoft wird das neue Sega, all diese verrückten Ideen, die natürlich nicht ganz realistisch sind, dass das jetzt in dieser Form heute passiert wäre oder passieren sollte. Von daher bin ich mal gespannt, wie es jetzt weitergeht. We talked a little bit about the exclusivity with some of the news coming up and then hardware, but we've had some unforeseen news that has come out. So let's just go and tackle the exclusivity question, because I know it's on the minds of a lot of people. Okay. We hear from the community, and that's an important input for us. So we made the decision that we're going to take 4 games to the other consoles. 4 Spiele auf andere Konsolen. Ich sag vorher, ich glaube, es ist Sea of Thieves, Hi-Fi Rush, Starfield. Und was noch? Was könnte das 4. sein, Leute? Was könnte das 4. sein? Halo Infinite wäre mega weird. Gears of War wäre auch mega weird. Wait. Age of Empires? Nee. Indie könnte es sein. Indie ergibt auch Sinn, weil da halt Disney so viel Interesse hat. Dass Indie auch direkt für PS5 kommt. Nehmen wir mal an, das sind die. Mal gucken, welche es sind. Pentiment für Switch, auch guter. Grand Scherben ist auch ein guter Guess. Not a change to our kind of fundamental exclusive strategy. We're making these decisions for some specific reasons. We make every decision really with the long-term health of Xbox in mind. And long-term health of Xbox means a growing platform, our games performing. Die Studio-Sales, die Game-Sales von diesen Spielen, also gerade Sea of Thieves, das braucht halt Spieler. Gucken wir erstmal, welche es sind, bevor ich hier meinen Monolog mache. Best platform for creators. Reaching as many players as we can. We're always looking to learn as a leadership team and to grow. And we think this is an interesting point in time for us to use what some of the other platforms have right now. Weil es die Mitte des Konsolenbreaks ist. So these 4 titles, what are they? Can you say? I'm not going to name those games. The teams that are building those games have announced plans that are not too far away. As we know, game teams put a lot of energy into their announcements with the partners. So I don't want to take anything away from those Sea of Thieves, Hi-Fi Rush. So I won't be talking about the Pentiment tatsächlich halte ich für gut. But I think when they come out, it'll make sense. Can we say if either of those titles are Starfield or Indiana Jones? They are not Starfield or Indiana Jones. Es ist nicht what was the criteria in how the team was thinking about selecting those 4 titles? Let me start a little bit outside of that. And I'll get to the 4 specific games that we're talking about right now. Because the fundamental decision driver for any decision that we make, anything we're going to talk about today, is the long-term health of Xbox. That we're running a growing platform that is reaching more players, that our games are having as much success as possible. Starfield, and I do have a fundamental belief that over the next 5 or 10 years, exclusive games that are exclusive to one piece of hardware, are going to be a smaller and smaller part of the game industry. And that's not some great insight, because if you look at the last 10 years and what the biggest games are today, it's a natural place. Whether it's one console and PC, multiple consoles, mobile console and PC, you see big games landing on multiple platforms. And we want to be a great platform for creators that are trying to realize that potential. But now back to the specifics of the question on these
for specific titles. We looked at games that are over a year old, so they've been on Xbox and PC for a while. A couple of the games are community-driven games, new games that kind of first iterations of a franchise that have reached their full potential. Pentiment and let's Sea of say, on Thieves Xbox and confirmed. PC. There's always growth. Franchises that we obviously want to continue to invest in. Part of having the ability to continue to invest is that the businesses behind those franchises continue. We think it's important that these service-based games that have communities behind them, that they can have confidence that they're going to exist in the future. So two of them, Sea of Thieves macht kind total of Sinn. community-driven games that will end up on other platforms and give us the ability to continue to invest in them. We think that's great for the business and great for the communities, more players to play with. I'd say two of the other games are smaller games that were never really meant to be built as kind of platform exclusives and all the fanfare that goes around Pentiment. that. But games that our Aber team welches really noch? wanted Welches to ist dann das build, vierte? that we love supporting creative endeavors across our studios, regardless. Es ist definitiv dann nicht Forza oder so. Das kann gar nicht sein. Es ist also noch ein Spiel wie Pentiment. Genau, Pentiment und Hi-Fi Rush. Sea of Thieves, aber welches ist dann das zweite Community-Driven Game? Das müssen wir gleich nochmal im Portfolio durchgehen. Size. Und das ist so albern, wenn wir sie jetzt rauskriegen wie so Detektive, dann kann er sie auch einfach sagen. And as they've realized their full potential on Xbox and PC, we see an opportunity to utilize the other platforms as a place to just drive more business value Vielleicht Gears of out War of those 5 games, doch. allowing us to invest in maybe future iterations of those, so sequels to those, or just other games like that in our portfolio. And when we don't damage Xbox and we can grow our business using what other platforms have and to help us with that, we're going to do that. And that's really the story behind these 4 games. And last thing I'll say, looking forward, I think there is an interesting story for us of introducing Xbox franchises to players on other platforms to get them more interested in Xbox. We think there's a good brand value for Xbox there. So Flight 4 games, Simulator wäre no promise krass. beyond that. So if you're on those other platforms and you see these 4 games coming, please don't take it as some signal that everything's coming. It's not. And we're going to learn. So when you are thinking about the future nicht. and this concept of live service games, games that can benefit from bigger Aufwand ist zu hoch. audiences, new audiences, how does that apply to future titles and how you're applying that criteria there? Yeah, there's really no fundamental change to how we think about exclusivity. We just came out of Developer Direct, which was an awesome show, where we showed great games that are coming to Xbox and PC and cloud, which really makes them accessible to hundreds of millions of people. So it's this kind of, we're really focused on a couple platforms. Sunset Overdrive ist noch exklusiv, aber ist kein Multiplayer-Titel. Big B. Key of play the games you want with the people you want. Ist auch, glaube ich, leider als Flop When everybody plays, abgeschrieben. we all win. These have been part of our strategy for years and will continue to be. Our focus is on how do we continue to grow the games industry by reaching more players in more places, and how do we grow Xbox as part of that. Xbox is a hardware platform, Xbox is a publisher of great games, and Xbox as a platform for the world's best creators. Mm-hmm. And then knowing that, how do we think about our first-party games and Game Pass? Yeah, well, to build on what Phil just said, one thing I would hat er noch nicht add, when gesagt, you were Elon talking about Musk. growth, is just Redfall. that, we've sort of seen this inversion over the last 5 years, where it used to be that Grounded wäre ein guter Release für tatsächlich alle Plattformen, ja. Crackdown 3 könnte es auch sein. Also Grounded könnte ich mir gut vorstellen, sehr gut vorstellen. Das ist wie Sea of Thieves. Eine sehr gute Wahl. Na klar, natürlich ist es Grounded wahrscheinlich. the platform was the biggest thing. That's right. And the games would sort of Very tuck good in guess, Big B. within the platform. Today, big games like a Roblox or a Fortnite could actually be bigger than any one platform. Yeah, and that really has changed the way that we Hat er gerade zugegeben, dass Fortnite oder Roblox größer ist als eine ganze Konsole von denen? think about things. So in the midst of all that, Stimmt I wahrscheinlich think sogar. we at First Party Verrückt. can come back to sort of some core principles. First, that all of our games will be on the Xbox platform. Second, all of our games will go into Game Pass on day 1. And third, Okay, we Game know that Pass-Strategie Game bleibt. Pass will only be available on Xbox. So there's sort of starting points for us. As Phil mentioned, there are games today that you can play that only can be found on Xbox. And at the same time, we want to bring more of our games to more players. So we're going to continue to look at that.
Kind of moving aside, though, from some of those and thinking more about what does it really mean for the player, to me, the two key things are cross-play and cross-save. Those things allow us to deliver on the promise of Xbox, which is play with your friends. Das ist klug, dass sie da direkt dran denken. Das bedeutet, wenn sie jetzt die Sachen auf die anderen Plattformen bringen, dann ist für sie anscheinend klar, dass Sea of Thieves, du direkt deinen Sea of Thieves Charakter und Spielstand und alles mitnehmen kannst auf die anderen Plattformen. Das ist hervorragend. Where they are, play on the devices you want, play the games you want. So that is really only possible at a practical level when you know that your saves and your player are going to be able to move across all those parts. So not all of our games today are necessarily built to take advantage of that. There still will be some games that don't. As we bring more teams into the Xbox family, there's some catch up to do as we get there. But that cross-play, cross-save is like so fundamental to what we're doing, and I think is something that we as first party get such a good benefit from being so close to the platform. Yeah, absolutely. I mean, that's one of the things, like you said. Ist sie die neue all Chefin of our von Blizzard? games are Nee. always in Game Pass. That's and Sarah so Bond. I'm excited to announce, with the coming together that we had with Activision Blizzard King, that Activision and Blizzard games are coming to Game Pass, starting with Diablo 4 on March 28th, which I'm super, super excited to share today. Hätte ich es mal And nicht it's all gekauft. part of our Das commitment werden sich to make jetzt viele denken, hätte ich es mal nicht gekauft. Aber es bedeutet, dass wir alle, die Game Pass haben, dann ganz easy zusammenspielen können. Und das ist natürlich super cool. the Xbox experience and the games that we build is widely available. Hat das dann auch Crossplay? Weil das wäre großartig. Kann ich dann auch endlich meinen Battle.net-Charakter in die Xbox mit rüberladen? Das wäre cool. As possible. So now the 34 million Game Pass members can all enjoy the fantastic experience of Diablo 4. Amazing. Can we come back to the point, Phil, you Das mentioned at the braucht top, auch this Spieler. isn't really a Diablo 4 braucht auch change in Spieler, genau wie strategy Sea of for us. Thieves. Can you recap for me how it isn't? Yeah, and I thought both Matt and Sarah did a really nice job of talking about what we're doing on Xbox, where we're going. If you take a platform feature like Xbox Play Anywhere, which has been a promise that we've made on our first-party games, that you can buy our game once, you're going to get play across Xbox and Windows. I think we're the only platform that does this. That makes it possible for you not only to play with your friends wherever they are, but to know that you actually have multiple Brennus, ja, das ist so. Du musst es aber dann auf dem PC nochmal neu kaufen. Du kannst halt deinen PS5-Charakter nehmen, Crossplay aktivieren oder Cross-Save und dann deinen Charakter auf dem PC laden. Aber du kannst nicht einfach auf dem PC spielen, ohne das Spiel da auch gekauft zu haben. Und hier wäre es ja so, ich habe es auf dem PC gekauft. Kann ich dann auch das Feature aktivieren? Wahrscheinlich ja. Und dann halt auch meinen PC-Charakter runterladen auf die Xbox. Von der Battle.net-Plattform. entitlements to the games. I think that's a technology I'd love to see applied to more. Ach so, ja, das geht sowieso. But it is this view that people are going to play Xbox in multiple places. Whether it's play the games you want with the people you want, anywhere you want, whether it's content, community, and cloud, whether it's when everybody plays, we all win. Like we've had different taglines, different strategy. Das haben sie gerade sehr schön offen, dass er halt auch sagt, das ist so PR-Talk gewesen, aber das machen sie ja tatsächlich seit fast 10 Jahren, seitdem sie Minecraft gekauft haben, dass sie immer wieder sagen, eigentlich ist uns wurscht, ob ihr eine Xbox kauft oder nicht, Hauptsache ihr spielt alle unsere Spiele und hoffentlich habt ihr alle den Game Pass abonniert, so wie auch Disney Plus oder Netflix oder sonst was. Das ist uns viel wichtiger, dass ihr in unserem Ökosystem seid, als dass ihr unsere Hardware benutzt. Hallo Martin, grüß dich. That we've used, but always with this view that Xbox is a platform for creators who want to reach the most players. Our investments in xCloud, our investments in franchises like Minecraft and now Call of Duty and other large franchises so that we learn how to build those. This has been a strategy that we've been on for, I'd say, a decade. It's not about one device. It's not about games in service of a device, but rather the devices that people want to play on should be in service of making the games as big and popular as they possibly could be. So, Pause. Wenn das wirklich so ist, dann müsst ihr halt auch Starfield und genauso Indiana Jones direkt auf alle Plattformen bringen. Also, es ist halt immer so ein, warum so zweischneidig rumdödeln?
Und dann gleichzeitig halt sagen, ja, aber Indiana Jones und Starfield könnt ihr aber nur auf der Xbox oder eurem Windows-PC spielen. Das ist dann halt eine doofe Message, wenn sie gleichzeitig damit irgendwie so verwässern. Und jetzt halt für die Branches, wo es dann nicht so super exklusiv, ich kann euch wetten, wenn alle Welt gerade Sea of Thieves spielen würde, wie Fortnite oder Roblox, dann würden sie den Move gerade nicht machen. Dann würden sie es exklusiv halten. Klar, ergibt alles Sinn. Ich finde nur dieses Rumgesülze da um den Punkt dann immer so albern. Because really a healthy creator community on Xbox, a healthy creator community in gaming all up is the thing that all of us as game players should be voting for, because that's the thing that will lead to the best long-term success and growth in this industry. And my understanding, just from listening and learning from you three over the past few weeks, just understanding what's happening. Liste haben sie noch nicht gesagt, Renus. Wir gehen aber davon aus, dass es, also wir haben schon 4 Titel gesagt, ich kann der Chat sie einmal reinschreiben. That is the reality. And we have put some games out on multiple platforms before. So my understanding is that that's been good for players. How does that come back to the business with all of that in mind? Yeah, as you said, we have shipped games on other platforms. In fact, realistically, if you look with the addition of Activision and Blizzard and ZeniMax, we're one of the largest game publishers StarCraft, on haben sie mit dran PlayStation. gemacht. We're one of the largest publishers on the Nintendo Switch, especially when you put Minecraft into the equation as well. And now we're one of the largest publishers on mobile platforms as well. And that's not something that we want to back away from. We want to continue to be building great games that millions and millions of people can love. And that they can play those games where they want to go play. But we do understand the business success that Xbox has to have. Us as leaders in this business, the system today, the system that all companies that we play video games from, is a world of you got to be growing your business. Growth in our Xbox business is critical to the long-term health of Xbox. Many people know I've been on Xbox. Das ist die große Kritik, die er wahrscheinlich abbekommen hat, ist, dass allgemein Xbox und Game Pass nicht mehr wächst. Und jetzt müssen sie halt Mitte der Generation diese Entscheidung fällen, um zu gucken, dass sie in 4 Jahren noch eine Konsole bauen, beziehungsweise da dann auch wieder Wachstum reinkriegen. Weil aktuell ist die Games-Branche, obwohl wir eins der besten Spielejahre alle hatten, 2023, geht's den Studios scheiße. Und ja, es ist wenig Bewegung drin. Die Branche ist am Zerbröseln. Die ganzen Wachstumszahlen durch die Pandemie ab 2019 sind überhaupt nicht realistisch gewesen, deswegen ja auch die vielen Entlassungen. For over 20 years, and I want to make sure Xbox is in the best position for the next 20 years. That means healthy player community, healthy creator community, and healthy business. So when we look at opportunities to allow more people to play, more people to engage, more people to buy, more people to subscribe, it's all about putting Xbox in the best position. And our hardware is a critical component of that. The absolute best experience somebody has on Xbox is hardware that your team builds and that people play on. But that's not going to be everybody. We fully accepted that we're going to have Xbox players across all kinds of devices. So I think a lot of people think about 2023 as this incredible year for gaming. And in a lot of ways it was. There were some really amazing releases that I think we all enjoyed. But what were the signals behind the scenes that maybe indicated how we wanted to look at the future of Xbox and how we kind of keep up with the industry? Yeah, such a good question. And I think it's, as people who care about the industry, which I assume is people who are watching this, it was an amazing year. Some great launches, some of the games that I think will stand the test of time and people will be talking about a decade from now. But it's an industry that didn't really grow. And what happens when an industry doesn't grow? You end up with some job eliminations, which we had. We had even our own hard decisions to make about building a sustainable business for ourselves, but in no way were we alone in that. When you think about a healthy industry, I want players who believe that they will find the best games on the platforms that they love. I want people who invest their careers in working here to feel like this is a place that they can be successful. And that really is down to being part of an industry that is growing. If you listen to Lisa Su, the AMD CEO, she'll say that AMD-powered consoles are likely to decline in 2024. I think there's an amazing set of games coming in 2024, but if we don't get to growing as an industry, the industry will struggle. And today there's really 2 choices on how do you grow the industry. Do you say I have a fixed number of players, the players that we have today, and do I find new ways to monetize those players to get more money from the players that I have?
Or do you think about how do I expand the business I have? By Tobi sagt gerade ganz spannend, ich brauche gar kein Abo-Modell für Spiele, entwertet für mich die Wertigkeit aller Spiele, die da drin sind. Klickt man überall 5 Minuten rein und dann weiter. Und für die Hersteller kann man das auch nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Ja, das ist halt, wie gesagt, ein zweischneidiges Schwert, weil es gibt durchaus Hersteller, die sagen, für die war Game Pass oder halt PlayStation Plus der absolute heilige Gral. Denken wir nur an Rocket League zum Beispiel, als das in den PlayStation Plus gekommen ist. Dadurch kam der Durchbruch. Wer weiß, ob der überhaupt gekommen wäre und ob Epic dann auf die aufmerksam geworden wäre und sie gekauft hätte und das Spiel halt noch größer gemacht hätte, wenn es da nicht reingekommen wäre. Also es ist für Sichtbarkeit und auch für Wertigkeit tatsächlich aus Spielersicht eher ein positives Argument, weil man das Gefühl hat, okay, ich bezahle 10 bis 16 Euro im Monat und kriege dann solche Blockbuster wie Indiana Jones und Starfield, die ich mir sonst gekauft hätte für 70 Euro. Und davon erscheinen ja wahrscheinlich 1, 2 mindestens im Jahr, hoffentlich 2, 3 oder 4 sogar. Und dann ist es immer ein guter Deal, das zu haben. Und die anderen Sachen kriegt man obendrauf für den Abend, wo man die Blockbuster durchgespielt hat, sich auf die Couch setzt und sagt, okay, ich schaue mal tatsächlich in was anderes rein. Und ja, ich meine, Spiele müssen immer überzeugen innerhalb der ersten 30 Minuten. Wer 5 Minuten reinguckt, der ist dann schon sehr ungeduldig. Ich würde jedem immer sagen, so die ersten 30 Minuten sollten es schon sein. Und da sind natürlich auch Spiele drin. Ich glaube, Final Fantasy XIV war selbst im Game Pass eine ganze Zeit lang. Und das Spiel kann die ersten 8 Stunden nicht so richtig überzeugen. Aber es ist auf jeden Fall Inhalt da, den man quasi in dem Abo gibt. Und dann ist es halt das Äquivalent zu, ich kaufe euch 4 Spiele im Jahr ab und bezahle 280 Euro. Das ist teurer als ich bin bei euch im Abo und bekomme halt immer eine gute Auswahl an Genres und habe Zugriff auf alle Genres, die ihr für eine gute Spielerfahrung haltet. Ich kann deinen Punkt total verstehen, dass man denkt, okay, wenn es im Abo ist. Subscriber. Dankeschön für das Gift-Abo. Das Gift-Abo, das ist Gift. Jetzt Stefan ist vergiftet mit dem Aberverso-Virus. Plusi, vielen herzlichen Dank. Aber ja, mich würde interessieren, wie ihr es insgesamt seht. Ich kann das durchaus nachvollziehen, dass man das Gefühl hat, ich habe jetzt das Abo-Modell, das kommt und geht, nie gehört mir richtig was. Aber das Problem, der Drops ist gelutscht durch die ganze digitale Verkaufsmasche. Ich habe schon immer keinen richtigen Wert empfunden, wenn ich nur eine Lizenz für 70 Euro kaufe. Gehe ich in den PlayStation Store oder in den Xbox Store und klicke mir ein Spiel für lass es im Angebot sein, für 47 Euro. Genau das gleiche am PC. Ein Spielekauf ist nicht mehr dasselbe, seitdem ich nicht mehr in den Laden gehe, mir eine Box kaufe, da ein Handbuch drin ist, ich mich damit physikalisch auseinandersetze. Seitdem ist es für mich schon nichts mehr, was das ist. Seitdem ich nicht mal eine CD kriege, die irgendwie wirklich das fertige Spiel in irgendeiner Form hat. Und eine Stoffkarte, du sagst es, Tobi, und eine Stoffkarte. Ja. by finding new players and adding those to the base of players that already play. Our focus on Xbox for the last decade has really been on that latter point of how do we make sure Xbox is growing for our players, growing for our creators. So those people are die Mehr vom ewigen Wachstum. Kann ich ja persönlich nicht mehr hören, bin ich sehr müde. Finding success on our platform, which will grow the Xbox business and put Xbox in a position to be very strong for years and decades to come. Matt, earlier you were talking about these growing gaming communities. Und das müssen Sie auch keinem erzählen. Also Xbox Gaming wäre auch healthy oder auf years to come safe, wenn sie halt jetzt beide Strategien könnten sie fahren. Sie könnten jetzt alle exklusiven Titel fallen lassen und überall veröffentlichen, wäre auch super gut. Und sie könnten aber auch das Gegenteil sagen und müssten jetzt nicht diese 4 rausgeben und es könnte trotzdem gut sein. Dann müssen sie nur halt mal wieder hinkriegen, vernünftige Exclusives in guter Zahl rauszubringen. Weil was am Ende wirklich zählt, und das hat man die letzten 4 Monate doch super gesehen, Baldur's Gate 3, Überraschungshit, musste Xbox und Microsoft sofort hinterherrennen, damit es auch auf deren Plattform kommt. Und Palworld musste man haben, und da waren sie ja tatsächlich dabei, auch wenn nicht auf dem gleichen Niveau wie die PC-Steam-Version. Aber das sind am Ende alles Spiele, die Hypes generieren und nicht Marken oder irgendwie ständig immer Live-Service und ich kann es ewig spielen. Man muss spielerisch vom Gameplay überzeugen, innovativ sein und die Leute da draußen überraschen. Und dann ist es im Endeffekt auch egal. Und da muss man dabei sein.
is how they're incredibly large and comparable on such a different level when we think about console audiences. Like you mentioned Roblox, you mentioned Fortnite. So how are we're obviously thinking about our responsibility. Jetzt haben sie so oft schon Roblox und Fortnite gesagt, dass ich mir fast vorstellen könnte, dass sie das kaufen wollen. Aber die Frage wäre eher, ob der Epic und die Leute von Roblox wen anders kaufen wollen. Our hardware responsibility is supporting the growth of gaming communities. How has that actually shown up for the players? Are there other games we can speak to from our portfolio? Well, as Phil mentioned, I mean, two of the biggest ones for us, Call of Duty and Minecraft, I mean, they are driven just from the bottom up by the communities of people that play those games, which is so great. Call of Duty wird auch nicht exklusiv. Think Das about it, for the wäre player Bullshit. community, it comes down to where are the friends, where are the people you play with, and then equally important is where have you built up your library of games, right? Where have you invested? Where's that library? I think those two things probably are some of the biggest influences on where people choose to play and what devices they choose to play. Yeah. When we think about on the other side, the developer. Da haben sie vollkommen recht. Deswegen nervt auch alle der beschissene Xbox Store. Warum gibt es nicht einfach diese Integration in Steam und dann müssen sie halt Geld abgeben, aber dann würden sie wirklich was für die Spielenden da draußen tun, weil keiner Bock hat auf so eine Kacke wie letztens noch bei Remnant 2, dass ich mit der Game Pass-Version nicht mit den Leuten auf Steam zusammenspielen kann. Side, just any game developer wants their game to find the biggest audience possible. That's just the nature of building a game. You want people to enjoy and participate in what you've made. And I think we're in a unique position to deliver on that just because we are the platform. We build hardware, we've got a first-party games group, and then we've got a system that ties that together, that brings together your friends, your progression, your achievements, all of that. And I think that's really what has contributed to the momentum behind some of these communities. Yeah, absolutely. I mean, when you look at, just step back and you look at the history of the industry, we've moved from a place where it used. Es gibt halt Spiele von Sony, Han-Olli, die auf Steam erschienen sind, wie God of War, jetzt Helldivers 2 und da ist auch Cross-Plattform. Du kannst also so untereinander spielen. Eigentlich relativ ähnlich, aber noch ein bisschen jungfräulicher als das System, was Microsoft eingeführt hat für Xbox Cross-Plattform. To be that someone built and launched a game to accelerate hardware, to actually the things we do with our hardware and with our platform are all in service of making those games bigger. And we think about that across all of the investments we make, the consoles we build, the investments we do with things like cross-play, cross-progression, the things that we're doing with cloud. How do we actually give more options to game creators so they can have the greatest success? I think one of the fun recent examples about this is actually Pal World. You know, Pal World was able to launch, they were a game preview, they launched in Game Pass, they also simultaneously launched in Steam. And through the combination of those things, you know, Pocket Pair was able to have this outsized success, and it was the largest third-party Game Pass launch ever. And that's all because we give creators options on how they can launch their games. We've got subscription, we've got retail, In schlechterer Form als auf Steam, super. We have the consoles, we have our experience on PC, and they can access all of those things. And when we step back and we just look at the performance of our platform all up, we know it's working. We're at the highest level of users on console, the highest level of users on PC, the highest level of users on cloud ever. Sorry, muss ich kurz reingehen. Wenn das so wäre, wenn sie highly successful wären, dann hätten wir jetzt gerade nicht diese Situation. Dann hätten wir nicht diese 3 Menschen, die uns gerade erzählen wollen, wie geil doch alles ist und dass sie sich rechtfertigen müssen für Entscheidungen, die nicht die Basis der Fans trifft. Sondern die Fans sind enttäuscht, dass jetzt diese Entscheidungen in der Zukunft getroffen werden. Und deswegen müssen sie sich erklären, weil sie eben nicht den Wachstum haben, den sie haben wollen. Sie sind gesund, ja, aber es reicht den Menschen ja offensichtlich nicht. Den CEOs nicht, den Aktieninhabern nicht, wem auch immer. Auf jeden Fall allen Menschen, die da irgendeine Form von Investment haben, wollen etwas anderes erreichen. Ansonsten würden den Menschen, die wir hier sehen, nicht so die Köpfe rauchen. Die haben Stress. We have double-digit growth rate on PC and cloud, places where we're enabling creators to actually reach new players beyond the console ecosystem. And that's why we're leaning into it and doing more, because we see all those signals.
So we're talking about the role that hardware plays for creators, for the games and those communities. What about the role that hardware plays for us as a business, for Xbox? When we look at our hardware, it really is, and Phil said this earlier, it's where you get like the most flagship seminal experience of Xbox. And it also represents a developer target. Our developers can build the specs of our hardware, and we invest to make sure they know when they do that the games are going to run great on our hardware, but they're also going to be able to be accessed across any screen because of all the other investments we make. So we're giving them an easy way to access as many players as possible. And we actually have more creators right now building for Xbox than ever before by nature, thousands of them by nature of those investments. And we got more to come. There's some exciting stuff coming out in hardware that we're going to share this holiday. And we're also invested in the next generation Xbox roadmap. Upgrade And what we're Ende des really Jahres. focused on there is delivering the largest technical leap you will have ever seen in a hardware generation, which makes it better for players and better for creators and the visions that they're building. And then when we're talking about hardware too, there's these other considerations that are really important to our community, probably to each one of ourselves as well. When you talk about library, because I want to dig in on that a little bit more. You know, as we talk about cloud in the wider entertainment industry, there's conversations about streaming. How is that impacting how I own my content that I've invested in? So what can we say about our stance around game preservation? Yeah, you know, one of the highlights for me of being in this position was getting to stand on stage when we announced back compat coming to Xbox One. Like, it was fantastic. Jetzt könnte quasi der kleine Schuss für alle hinterherkommen. Jetzt kommt noch vielleicht das Angebot, ja, wir bringen doch wieder mehr Xbox 360 Spiele oder so noch in die aktuelle Library oder noch mehr Xbox Games kommen, weil das jetzt die Fanbase so total feiern würde. Prompter before I could read it, slow reader, and just feeling the energy in the auditorium as we were saying that, and online. You know, one of the cues I think us as being part of Microsoft take is looking at Windows and how Windows over decades has maintained software compatibility with things that are built on it. Like, Nein, man kann eben nicht einfach Need for Speed 3 von 97 starten oder das Bard's Tale Remake von 2004, whatever. Es funktioniert eben nicht so einfach. Es wäre schön, wenn es das täte. Ich verstehe aber, warum es das nicht tut und warum es vielleicht auch okay ist, wirklich Generationen zu haben, die immer zusammenpassen. Like, I can still go back and play some of the games that I love playing on Windows from decades ago, and it will still run. And we try to bring that same view to consoles. It's harder in console, because the line between what the hardware is and what the game is in consoles is traditionally. Aber man kann nicht VR-Headsets von vor 2 Jahren von Microsoft Mixed Reality mehr benutzen. It's tighter, which makes compatibility, you end up doing these generational compatibilities that we've built. But I will say compatibility, the ability to not only play the games, but my saves are still there with our cloud save systems to try to keep the services up as long as we can so that people can play, is a tenet of what we are as Xbox. It's at our foundation. And when we look at future hardware generations and what we're going to support, ich hab's euch vorher gesagt, making sure that we respect, which is the word I use. Die nächste Xbox kriegt Windows Back Compatibility und du kannst halt Maustastatur einfach ranballern und es wie so ein Spiele-PC benutzen. Respect the investments that people have made in Xbox going forward is fundamental. And the fact that you get entitlements when you buy a game from us on both Windows and Xbox also means you have the ability to play that game across a multitude of devices, which I think furthers the compatibility of the game. Das Surface-Team bei der nächsten Can we go back Xbox mit to drin. what Xbox stands for today? I think we've pretty much covered all of the elements, but if you could break it down for me. You know, when you play on Xbox, what we're saying is you're playing on a platform where you know the biggest games in the world are always going to be. Nein. You're playing on a platform where you get to access Game Pass. And all of the games from our incredible range of studios will always launch in Game Pass day one. And you're playing on a platform that's dedicated to you, like player-first features, cross-play, cross-save, cross-progression, backwards compatibility,
being able to play your games in your library anywhere you want because of the investments that we make in cloud gaming. And so you're playing somewhere where you're investing and you know you get to take the games forward with you and across all of the screens where you are. And I think most importantly, Xbox is a place where you know when you're investing in Xbox, you're investing somewhere that is dedicated to making games more successful and creators more successful so that they can invest more to bring even better experiences to you all of the time. Deswegen hätte ich nie Bock auf so einen Job, weil ich dieses Fake-Lächeln in eine Kamera für PR-Sabbelei vielleicht machen könnte, aber nie machen wollen würde. Yeah, just that investment in the studios is so, and we feel that as part of first party with the platform proximity. Crossbox. It's kind of amazing now to look out across all the studios that we've got and just be reminded that we're now one of the biggest development organizations in the industry. What does that mean for players? It means that the biggest games are going to continue to come to Xbox. And this 2024, the year Jedenfalls, solange Microsoft sie kauft. We've got more than 10 major releases coming up. Great stuff. Hellblade 2. We've got Diablo expansion. We've got Avowed, Ara, the Indiana Jones game. And there's more in development, which I think we're going to be able to share more about at our June showcase coming up pretty soon. Well, I guess I should get ready to work on that show. Well, thank you all for showing up on the podcast today, and we'll see the rest of you this June. Yeah. Thanks, Tina. Thank you. So. Habe ich ja alles schon während der Show gesagt. Kann ich nichts mehr groß zusammenfassen. Wir können, das war ja nix. Na, es war ja genau das, was ich angekündigt habe. Sie wollten es halt für Insider sozusagen machen. Sie wollten es ganz smooth raushauen für Leute, die es wenigstens nachvollziehen können. Dass jetzt halt Spiele wie Pentiment, Hi-Fi Rush, Sea of Thieves und Grounded für Nintendo Switch und PlayStation oder PlayStation erscheinen werden in der Zukunft. Und wenn das gut läuft, müssen wir uns auch nichts vormachen, kommt auch irgendwann in 3-4 Jahren, spätestens vielleicht, entweder eine neue Xbox mit Starfield 2 und dann erscheint Starfield doch vielleicht auch noch nachträglich für die PlayStation als PR-Aktion. Es ist doch auch alles egal. Es ist doch wirklich so, wie sie sagen, am Ende ist es wurscht, wo die Leute spielen. Wichtig ist, dass die Leute deine gute Software spielen. Und wenn du dann noch die beste Hardware gemacht hast, wo die Spiele ja dann auch drauf sind, dann kaufen die Leute auch deine Hardware dazu. Und dass sie sich in die Enge getrieben fühlen, das hat man, finde ich, schon gemerkt. Es hatte alles so ein leichtes, oh mein Gott, uns dampfen wirklich die Köpfe, uns qualmen die Köpfe. Wir wissen die Antworten nicht, wie wir hier Wachstum reinkriegen. Wir können nur stabil sein und sind damit alle nicht zufrieden. Und das Internet denkt, wir müssen schon alles einstellen, weil wir nur überleben, anstatt zu wachsen. Deswegen müssen wir das jetzt hier sagen. Sony hat das gerade nicht nötig. Das ist auch ganz klar. Das gehört einfach zur Realität dazu. Das wissen sie auch selber hier. Würden sie jetzt natürlich nicht sagen. Ich sag nur, das gehört halt zur Realität gerade dazu und es ist eigentlich traurig, dass sie es machen müssen, aber sie müssen es offensichtlich machen. Creators, schaut doch, was für eine tolle Playerbase wir haben. Überall hier und da und dort. Jack Martin, alles gut. Tag auch dir. Also, nichts von dem, was sie gesagt haben, ist dämlich. Das ergibt schon alles Sinn, ja. In der Situation, in der sie jetzt sind, würde es auch meiner Meinung nach Sinn ergeben, Starfield mitzuverkaufen und Indiana Jones auf der PlayStation. Und es dann in 4 Jahren vielleicht nochmal zu versuchen, wenn ein Restart bei den Konsolengenerationen ansteht. Aber so, wie sie es jetzt machen, ist es halt so corporate, wie es halt geht. Ne? Man nimmt erst die kleinen Sachen und probiert sich aus. Und wenn es dann doch nicht geht, kann man es auch wieder wegnehmen. Und dann ist es nie passiert. Genauso wie die Sache, dass man always online sein muss, um Xbox-Spiele spielen zu können. Erinnert euch daran noch? Das war damals bei der Xbox One so, als sie auf den Markt kam. Denken manche heute noch, dass man always online sein muss mit der Xbox. Dabei war das ja nach 2-3 Monaten dann ganz schnell vom Tisch und der CEO gefeuert, der das mit entschieden hat.
Und dass das Ganze jetzt so ein riesiges Pipapo gemacht wird um Starfield, ist ja eh lächerlich, weil wir das Spiel durchgespielt haben und es halt ein Standard 70% gutes, ordentliches Spiel ist mit hohem Production Value, aber inhaltlich schwächer als das ein oder andere Fallout zuvor. Anyway, wollen wir noch mal ein bisschen reinspielen in den Stream nach Wahl? Da haben wir noch ein Stündchen. Bup. Apup. Apup. So, nochmal herzlichen Glückwunsch an Cocoon. Cocoon wird das Gewinner. Cocoon. Und ihr könnt ab jetzt abstimmen für den Stream. Nee. Ab jetzt werden Nominierungen für den Stream nach Wahl im April 2024 entgegengenommen. Könnt ihr direkt loslegen. Wenn ihr ein Abo habt auf Twitch oder auf Ko-fi Supporter seid, habt ihr die Rolle auf Ausrufezeichen Discord und könnt Spiele vorschlagen. Ihr dürft euch auch gerne später noch umentscheiden. Alles muss nur bis zum nächsten Stream nach Wahl, der am Donnerstag, am 7. März 7.3.2024 SNW etablieren wir mal eben als Abkürzung für Stream nach Wahl hier. Ja, da könnt ihr sehen. Diesen Stream nach Wahl könnt ihr nur sehen, wenn ihr Supporter seid. Alle anderen freien Videos, die so erscheinen, gibt es hier auf neue Videos und Podcasts. Da seht ihr auch, wenn ich bei Insert Moin in einem Cast dabei bin. Oder Star Trucker gespielt habe oder Outcast. Oder Valheim. Valheim gibt es übermorgen wieder. Am 17. Oh, das ist so gut vorbereitet, dieser Stream. Das ist fast ein großes Event. Ein Live-Event. Wir werden das große Schiff bauen. Wir werden massenweise Silber transportieren und den nächsten Endgegner suchen. Das wird der Hammer. Das ist schon nicht Endgame-Content, aber schon wie. Also es ist Endgame-Content von der Startversion von Valheim. So viel steht fest. Danach kommt die Suche nach dem neuen Biom. Und dann kommt vielleicht schon bald das neue Add-on. Was hat Michi ganz Valheim unter Wasser gesetzt? Das ist eine gute Idee, Han-Olli, dass man einfach Ausrufezeichen SNW macht und dann sieht, der nächste Stream nach Wahl wird mit Cocoon am 7. März 2024 stattfinden. Nominierungen für... Ja, das mache ich mal fertig.